Part 1. White Clouds. Guardian Moon. Where the Goddess Dwells. Long ago, the guardian Saros made an appearance during this moon. She had been summoned by the goddess, whose soul was suffering as the flames of war raged across Fodlan. Some believe that high in the sky above Saros, the Immaculate One's mighty wings are what powered the strong winds carrying the Guardian and her forces into battle. Willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses Golden Deer Run. Beim letzten Mal ist unser Vater gestorben. War ein bisschen sad. Und heute müssen wir copen. Oh, ein ganzer Monat. Bisschen traurige Melancholie. Supports, Erkundung, dies, das, Taschengeld. Und scheinbar habe ich auch Paradox. Wirklich? Damn. Aber es geht Freitag ab. Day 5 of the Garland Moon, year 1157. Clear skies. I picked some flowers for her and returned home. The look of joy on her face at the sight of these flowers will be even more beautiful than the flowers themselves? Yeesh, that is enough. His entries from before your birth are full of such romantic blatherings as that. Oh. Cute. It must be deeply moving you to hear such things, but now is not the time for whimsy. Someone is here. Oh. Claude? You do not wish for them to see you in this state, so pull yourself together. Okay. I thought I might find you here, Teach. Ich wusste es. Not the type to wallow in solitude, huh? That's a relief, let me tell you. So, what were you reading? Is that Gerald's? Nein. Ja, sein Tagebuch, vielleicht ein Liebesbrief. Ich bin ehrlich, scheiße. So it is. Hey, maybe this has some entries from when Gerald left the monastery. Is that so? Vielleicht. He was the captain of the knights, but something made him leave the monastery in a hurry. If it has something to do with your birth, knowing what happened may get us closer to knowing what secrets the church is hiding. Teach, would you mind letting me read that diary? I know how important it is to you, but I'm not asking lightly. Please allow me to borrow it. Ich leih's dir, das kann ich nicht tun. Ich vertraue dir. I'm forever in your debt, Teach. Okay. If you'd refused, I would have had to sneak in here in the dead of night. I wasn't looking forward to the prospect. Tja, Claude, jetzt musst du Mitglied dieses Kanals werden. Selber schuld. Du hast gesagt, du bist ewig in meiner Schuld, also rein da. Anyhow, let me fill you in on what's been going on lately, and not just as thanks for pointing me to that diary. Rhea dispatched the knights to various locations in a frantic search for the enemy. There's a rumor that she's already secured some information. Something big is going to happen soon. That has me wondering, if you find out where the enemy is, what will you do about it? If you ask, No, scratch that. All of us students would gladly lend a hand. Even if that means going against Rhea's wishes. Don't forget it. Wisst ihr, was ich an Fire Emblem generell als Reihe mag? Oftmals gehen Stories darauf ein, von wegen, vor allem bei so politischen Kriegssachen oder so, hey, wir können nicht einfach nur auf Rache spielen. Und durchaus haben wir solche Momente in Fire Emblem, aber in den meisten Stories ist es durchaus ein Ding, dass die kriegerischen und politischen Interessen eher durchgesetzt werden von den Charaktern. Und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund finde ich das überraschend erfrischend, vor allem wenn es halt in dem Fall ist, oh hey, da ist ein Feind und der hat nun persönlich auch Leute von uns gekillt. Es ist Zeit, sie zu erledigen, anstatt direkt herauszufinden, was nur ihre Motive sind. Also das ist auch wichtig, aber ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus möchte, ne? Hier ist durchaus das gewisse Ding von wegen, nix damit verhandeln, reden, dies, das, sondern was zum Fick? Was soll das? Wir machen die fertig. Und, ja, wir haben eine kleine Armee. Die können wir mitnehmen. Now go. Everyone's worried about you. You'd better show them you're in good spirits. Okay. Ich meine, das ergibt halt Sinn in der You Welt. saved me. Monika. If you were to die, then the mystery of our bodies would be revealed.
Preventing that was my only aim. I'm afraid you must remain, Kronya. There is something I need you to do. Oh, of course. I am always happy to cooperate with Solon. Leave it to me. How annoying. Flame Emperor, is she offending you? Unfortunately, we cannot take our eyes off her, so there is nothing to be done. You are our greatest creation. We use the defiled beast's blood as the fuel to your flame, that you may burn even the gods. Now is the time to cleanse Fodlan with that power and bring forth our salvation. There will be no salvation for you and your kind. Those responsible for such gruesome deeds in Dusker and Enmar. Das ist leider ein Ding. Dusker und Enbar, die Situation, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Route ausgiebig lernen. Das lernt man in anderen Routen mehr. Ja. Ich finde es aber sehr interessant, wie der Flame Emperor scheinbar mit den Leuten mit Solon da kooperiert, aber auch nicht ganz. All so that you may acquire the strength you need. All for a purpose. Aber der Flame Emperor hat uns das mal direkt auch schon ins Gesicht gesagt. Die arbeiten zusammen, aber sind nicht unbedingt auf derselben Seite. Hey, wir haben Geburtstag, let's go! Moment. Ja, stimmt, das ist der 1.4. Ich habe ja am 1.4. das Projekt gestartet, das ergibt voll viel Sinn. Geburtstagsgeschenk von Claude, ein Brief von Claude. Und Goldhirscharmband, dankeschön. Ingrid hat auch Geburtstag. Geben wir ein paar Blumen, sie ist nicht Teil meines Hauses. To be fair. Oh. Und ja, wir haben den ganzen Monat diesen Track, der hier laufen wird. Ich finde den sehr schön, aber er ist auch sehr melancholisch. Zeit vielleicht für die ein oder anderen Supports, ja. Schade, ich dachte, wir hätten Support. Nämlich, das ist genau, warum ich gecheckt habe, haben wir den Leonie-Support. Ich bin mir nämlich gerade unsicher, ob wir überhaupt wie weit wir Leonie bringen können, selber. Weil sie reagiert in ihren Supports auf den Tod von Gerald. Es gibt einige Supports, die in gewisser Weise zeitlich locked sind. Also man muss sie vor einem gewissen Punkt, glaube ich, erreichen. Und dann, oder halt, man kann sie erst danach fortführen. Deswegen sind manchmal welche blockiert. Ich weiß halt nicht, ob ich komplett Leonie verkackt habe. Ich habe zu spät drüber nachgedacht, dass das ist. Schauen wir mal, dass es nicht komplett locked ist. Ich hoffe einfach, dass der B-Support quasi Geralds Tod behandelt. Ich meine, nämlich oftmals bei so Konfliktsachen ist erstmal Konflikt, dann erstmal eine Diskussion, um den Konflikt ein bisschen näher zu bringen und eine Diskussion für eine Lösung zu finden. Und bei A ist meistens halt die Lösung schon da. Ja, dann ist halt so eine Art von Versöhnung bei Charakteren, die sich vielleicht nicht so gut verstehen. So, wir haben aber viele Supports erstmal. Mit Lawrence machen wir den Ignat-Support fertig. Let's go. Dass die nur B supporten können, ha? Ignat, hello. What are you up to? You frightened me. Oh. Oh, calm yourself. What is it that you're drawing? I thought I'd jot down some sketches of everyone while they're training. And then later on, I'll try to practice their moves on my own. But I can't really concentrate on sketching if someone's watching me. Just sketches, Well, even so, they're lovely. There's such life in them. It's as if they're moving on the page before my very eyes. You really think so? You know, I always hoped to be an artist. With skills like that, I'm quite certain you could easily make a living of it. And your demeanor is different when you draw. Bolder somehow. Ah, yes, there's an idea. Perhaps in the future you will join my retinue as my personal painter. Wait, have we not discussed this arrangement already? Lawrence kann ziemlich nett sein und dann geht er, na, möchtest du nicht für mich arbeiten, als mein Maler? Moment, habe ich dich nicht mal was anderes gefragt? I had decided to take you into my service as a knight, had I not? Becoming a knight was my father's idea. Being an artist is out of the question, I'm afraid. So you've said. Well then, I suppose you shall simply have to become a knight who also paints. Oh. A knight who also paints? I have seen your talent and can attest to it. Your gifts are too great to wither away in obscurity. A knight with the rare gift of artistic talent would be most welcome in my employ.
I had never thought of that. Still, I don't understand why you'd want me as one of your knights. As a fighter, I'm unremarkable. Nein, du krittest, was das Zeug hält. Ich habe keine Ahnung, ob du consistent so bist, also jedes Mal, wenn ich dich mitnehmen würde, ob du so eine Crit-Maschine wärst. Aber meine Fresse, bist du eine Crit-Maschine. Du hast 40% Crit. Was zum Fick, Ignaz? There's more to knighthood than combat. Courtly manners, a dignified bearing, and an aesthetic sensibility are also essential. A knight with an eye for art and the talent to create it is sure to improve the image of the nobility. Lawrence, I'd never have guessed you were prone to such eccentric ideas. Thank you. I'm feeling a little more confident after hearing your kind words. Oh, no cause for thanks. It is a noble's duty to provide guidance to those in need. Seht ihr, trotz seiner ganzen Probleme kann ich ihn nicht mögen, so ein bisschen. Irgendwo ist er ein netter Kerl. Auch wenn ziemlich verschroben. Wie wär's mit einem Hilda-Support? Ja, Hilda und Claw zum Beispiel sind immer noch locked. Und ich denke, da ist definitiv das Ding eher so ein Part 2 Ding. Aber Story-Events spielen auch manchmal rein. Machen wir mal nicht schon wieder Ignaz. Machen wir Lizzie und Marianne. Machen wir dort mal einen Support zu Ende. Sind die auch fertig, die beiden? Marianne, do you mind if I ask you about something? Yes? It's about animal behavior. Among us all, you surely know the most about animals. Das tut sie. I've read that in outdoor battles, wild animals can sometimes cause unexpected confusion. What do you think would be the best strategy to... are you listening, Marianne? I was listening. I just don't think I can really... For crying out loud! Why do you always have to admit defeat before even giving yourself a chance? My advice would probably just put everyone in danger. You'd be better off without me. This is beyond ridiculous. You're impossible. You seem convinced you're some sort of cursed being, destined to bring doom and gloom to anyone you encounter. Well... Why do you have such a terrible opinion of yourself? How could you possibly be so dense? I just... Just nothing. Now you listen to me for a moment. I can see that you have some deep-seated turmoil you struggle with. I'll have you know I have quite a few issues of my own, perhaps more grave than yours, if you can imagine. Really? Yes. But I'm not the only one who has such troubles to contend with. Everyone does. That's why it's so important to maintain a positive outlook and do what we can. Each time we find the light in the dark, we grow, bit by bit. And without growth, what's the point in carrying on? Lysithea, I envy your confidence and strength. Don't envy me. Instead, just choose to find the positive, won't you? Yes. Well, maybe someday. The time is now! This is your moment! Oh, okay. That's more like it. Now to start, why don't you help me out by answering my questions about wild animals? I'll certainly try my best. Oh. Es wird doch auch ganz cute, oder? So, und ich würde sagen, bevor wir da weitermachen, wie wär's, wenn wir schon mal ein bisschen die Erkundung starten? Ich hätte auch mal nachschauen können, was eigentlich die Paradox sind, die möglich sind, aber naja, das kommt noch. Hey, Sothis. If you must weep, then weep. I shall be here for you. Oh. Danke. Well, it would be ridiculous to not feel anything after something like that. Go on and let it out. I am here. Wo guckst du denn hin? Oh. Interessant, dass da jetzt so eine Blende war. Haben wir wirklich eine Runde geweint? Wir haben hier eine Quest, die ich sehe. Wir können generell natürlich mit ein paar Leuten reden. Wir haben unseren Dozentenrang. Wir haben unser Dingens, ne, ihr wisst schon. Sag schnell den Garten. Darum können wir uns kümmern. Aber sonst, wir haben nicht mehr so viel zu tun. Und das wird jetzt auch ein bisschen im Kloster bleiben.
Ich will nicht sagen, wir haben quasi das Kloster zum größten Teil durchgespielt, aber wir haben das Kloster zum größten Teil durchgespielt, abgesehen davon den ganzen Kampfquests nicht gemacht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Über das Kampfmanöver mit den kaiserlichen Wachen des Adrestianischen Reichs, oh mein Gott. Adrestian ist so viel einfacher zu sagen als Adrestianisch. Oh, okay. Lass mich raten, das ist eine Kampfquest, hä? Oh. So, wir haben... Oh, wisst ihr, was wir machen können? Wisst ihr was? Wir versuchen das Turnier nochmal, ja? Ich meine, beim letzten Mal habe ich hart reingeschissen, aber wie wär's, ob das jetzt besser wird? Oh. You gotta keep yourself active during tough times, Professor. Even if it seems impossible. That's how I got through it when I lost my parents. If you need help with anything, just come and see me. Eating and training are my specialties. Ach, Raphael. Aber ich verstehe, was er meint. Geht mir genauso. I'm not even close to being strong enough. Ach, Casper. Gerald was so much stronger than me, but even he... That's enough. I can't dwell on the past. There's no way to know what my future holds, but I do know one thing. Whatever happens, I have to make my own way in this world. I have to keep pushing so I can grow even stronger. Yeah. Ich finde eine Sache ein bisschen schade, auch mit Gerald. Gerald war zwar immer da, und das, was ich jetzt sagen werde, es war ja quasi ein bisschen da. Aber ich habe mal angesprochen, die ganze Sache mit dem Jagen-Archetype in Fire Emblem. Das kommt von dem Charakter Jagan in dem ersten Spiel, wo Martha vorkam. Da hatte er einen alten Ritter bei sich von seinem Königreich, als er fliehen musste, und der heißt Jagan. Und der ist normalerweise halt eine recht starke Unit, schon promoted, hat aber nicht so viel Wachstum und so weiter und so fort. Gerald, wie ihr merkt, passt perfekt in diesen Archetype rein. Es gibt mehrere solcher Charakter. Normalerweise bekommt man die immer ganz am Anfang. Wir haben das auch wieder in Engage bekommen mit Vander quasi. Man bekommt den Charakter immer ganz am Anfang und hat dann einen sehr guten Start, um den Rest seiner Units quasi zum Wachsen zu bringen. In dem Fall würde ich sagen, das nächste, was wir bekommen, aber auch ein bisschen später, ist halt Catherine. Das hatte ich ja angesprochen. Aber selbst da, sie passt da auch nicht so ganz rein. Gerald hat mehr dieses Story-Involvement, aber ich glaube, sie wollten Gerald halt diese ganze Story geben, mit dass er stirbt. Aber ich finde es trotzdem schade, dass wir ihn nicht als Playable Unit haben. Aber wenn er canon-mäßig stirbt, dann hätten wir einen Charakter, in den wir vielleicht ein bisschen was investiert hätten und der war plötzlich tot und wir könnten nicht unterrichten. Ihr seht, es gibt so viele Probleme mit Gerald eigentlich, der irgendwie hätte reinpassen sollen, aber nicht ganz ist. Deswegen, ich finde es schade, die Schüler kennen ihn durch seinen Ruf. Aber wir haben nie so viele Interaktionen mit den Schülern und Gerald gesehen, wenn überhaupt irgendwelche. Weil Gerald halt nie in diesen Cutscenes dabei war. Es ist natürlich immer Claude, wir und die Klasse. Manchmal ein anderer Charakter, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn Gerald jetzt eine richtige Unit bei uns wäre, dann hätten wir Gerald überall dabei gehabt und wir könnten mehr Commentary von den ganzen Leuten bekommen. Aber ich sehe definitiv auch aus der Gameplay-Perspektive, warum das nicht so passiert ist. Ich finde es ein bisschen schade, weil man sieht, alle haben ein bisschen was dazu zu sagen, aber wir haben nie gesehen, dass sie wirklich Gerald kennen. Außer vielleicht Leonie, da wissen wir es am besten. Sie hat doch öfter mal mit ihm hier im Kloster geredet, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, ne? I'm so sorry about what happened to Gerald. No, of course my sorrow is nothing compared to yours. The Knights are even now searching for our enemy's whereabouts. They are to report back the moment they find something. Danke, If you Dimitri. desire revenge, Professor, you can count me in. Alles klar. Interessant. Interessant, dass er uns helfen würde bei Rache. Schön, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen für diesen Gegner. So. Oh, Sylvain ist hier im Schwertkampfturnier. So, wir versuchen das mal mit dem Turnier, ja? Diesmal muss ich ja gewinnen, okay? Hey, diesmal machen wir ja sogar Schaden. Geilo. Komm, wir lenken uns ein bisschen ab. Wisst ihr noch, als wir gar keinen Schaden gemacht haben? Das waren noch Zeiten, ha? Ich wollte gerade sagen, unser Crest kann glücklicherweise hier aktivieren. Leider haben wir keinen Crit. Und wir können natürlich auch dodgen, aber das kann ein bisschen helfen, hier durch die Gegner durchzugehen. Hätte besser laufen können, aber ist okay. So, wer ist jetzt dran? Aha, 23? Ich meine, du bist tot, aber... ouch. Autsch. Natürlich hat er getroffen, aber ich überlebe das, weil ich jetzt nämlich kill
Und wir haben 2 Heilungen, 2 Laden an Heilungen parat. Beim letzten Mal konnten wir den Kampf nicht gewinnen, also war das komplett nutzlos, aber, ne? Der hat sogar Vorteil. Das heißt, er könnte sogar uns noch ein bisschen zuvorkommen. Ich kann immerhin gut angreifen. Wir doublen ihn. Er hat ja immer noch kein Crit. Aber ich glaube, bei den Turnieren ist so oder so gar kein Crit drin, ne? Sehr schön. Es ist so knapp. Komm schon. Du doublest doch jetzt, ne? Nein. Fuck. Ja, das war sein Vorteilsskill. Habt ihr gesehen? Weil er weniger Leben als wir hatte oder generell sehr viel weniger Leben hatte, hat der Vorteil genutzt. Übrigens, solche Skills sind in Engage sehr viel leichter oder angenehmer, eher sage ich es mal so, den Charaktern zu geben. Das ist auch ein Skill, den ich so vielen Leuten in Engage übergebe, weil der ist viel zu gut, aber ja. Ace Vane, was geht ab? Wie wär's, wenn ich mich mal voll heile, bevor du mir vielleicht auf die Schnauze haust, hä? Oh no. Er hat auch so eine hohe Trefferrate. Ich meine, der greift jetzt nochmal an, trifft uns und wir können... Scheiße. Wir können nicht gewinnen. Wir können nicht den letzten Kampf gewinnen. Oh, miese. Miese Brise, Mann. Du hast nur 11 und doublest nicht? Wenn wir öfter gedodged hätten, könnte es jetzt was werden. Aber ja, wir sind leider tot. Wir hätten sonst so knapp gewonnen. Du warst ja echt mies als Finale. Was? Oh, immerhin haben wir ein bisschen Preisgeld erhalten, ein bisschen Dozentenrang. Eines Tages schaffe ich das. Ich sag's euch, eines Tages klappt es, okay? Irgendwann funktioniert's. So, wie wär's, wenn wir mit Leonie reden? Die reagiert doch bestimmt super positiv, oder? Hi there. Captain Gerald's gone. He's gone. And we'd only just reunited. I'm sorry. I'm sure this is even harder on you. But I just can't... I can't believe... Ach, Mann. Ja. Bei ihr verstehe ich es am ehesten, dass sie sehr traurig ist. Wir haben gesehen, dass sie durchaus und auch gehört und erfahren, dass sie eine Connection zu ihm hatte, ne? Aber bei anderen, wie auch bei Dimitri, da haben wir halt nichts von erlebt. Ich meine es, wie gesagt, auch nicht irgendwie so super Kritik haben. Also, ich will nicht so kritisch sein. Ja, ich lobe, ja, Three Houses viel. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir denke, es ist schade, dass wir so wenig davon mitbekommen haben. So, wie wär's, wenn ich dich hier mit Knochenmehl ein bisschen pflegen kann? So viel Geld überall reinhauen. So, wie wär's mit einem neuen Support-Gespräch? Lawrence und, Leonie auf B könnten wir machen. Haben die alle jetzt noch was mit Lawrence? Na, Ignaz hat auch noch mit Hilda und Marianne. Komm, rein da. So viele Gespräche. Hey, Marianne, are you there? Yes. Can I help you? Do you have a minute? Huh? Oh, Then, if you don't mind, would you come with me for a moment? Mhm. Was hast du vor? So, did you need something from me? Yes, indeed. I have an urgent request. Have I done something? No. Oh, no, it's nothing like that. Really, you don't have to worry. Would you close your eyes, please? Okay. Then how will I know where I'm going? Ich sehe nix. Just take my hand. That's it. There, right there. Perfect. Oh. Now open your eyes. Ich dachte, er hat schon... Oh. The town is glowing from the sunset. Wünschte übrigens, Three Houses hätte im Ausgleich der grafischen Qualität öfter mal solche hübschen Bilder. Nämlich, ich finde die gezeichneten Bilder wirklich stark. Ich meine, sie hätten viel mehr diese, wie nennt man die auch, sogar CGs, ne? Die hätten viel mehr davon eigentlich einbringen können. Ich finde die eigentlich immer sehr gut. Klar, es sieht ein bisschen mehr Low Budget aus, theoretisch, anstatt direkt Models on Screen zu haben, aber eigentlich nicht. Ich finde es hübscher. Yes. Isn't it beautiful? Very much so. I was looking at it earlier and I thought to myself, I have to show Marianne. But why me? Because you're always looking at your shoes. You never get a chance to appreciate the scenery. Aww.
See, the best thing about the scenery is, it's always changing. With the weather, the time of day, the season. So every view is unique. Never to be repeated. If no one sees it, it's lost. You could have just enjoyed it on your own. I wanted to share this beautiful landscape with you. Thank you. I'm not sure what to say. Hey, that's okay. I won't try to express this beauty in words either. Wisst ihr, was ich schön finde? Man könnte daraus so leicht eine Romance-Story schreiben, aber einige Charakter hier versuchen lediglich einfach nur Marianne ein bisschen aus ihrer sehr, sehr, sehr tiefen Depression, wo sie gerade scheinbar drin steckt, so ein bisschen auf ihre eigene Art rauszuholen, ja. Ohne weitere Hintergedanken. Ich mag sowas manchmal sehr gerne in Stories. Aber wirklich jeder, alle sind so nett zu ihr und versuchen ihr irgendwie auf ihre Art zu helfen. Auch wenn Lizzie ein bisschen sehr extrem war, aber ihr seht schon, ne? Just look and remember. This will make for a nice memory. Oh. And maybe remember that I was here too. I will. I really will. Cute. Oh. So. Schöner Support, ja? Oh, wir haben noch so viele. Also, Ignaz hat halt noch einen mit Hilda, ne? Warte mal, mit wem hast du sonst noch Supports? Blaine und Cyril? Perfekt, ja. Petra hast du von allen Leuten noch einen Support. Interessant. Und von Blue Line hast du Mercedes und Ingrid. Ich glaube, den Ingrid und Ignaz Support kenne ich sogar. Frag mich, was Mercedes und Ignaz haben. Ich glaube, das ganze Ding, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, falls wir das irgendwann auch nochmal spielen und ihr die Charakter nicht kennt. Ganzes Ding ist, dass Ingrid sehr gerne ein Ritter sein möchte. Ja, während Ignaz ja ein bisschen weniger diese Rolle eigentlich einnehmen will. Und es ist halt, seine Familie will es halt, weil er der zweite Sohn ist und nicht das Business übernimmt. Marianne, doch so ein bisschen, wir machen ein bisschen was weiter. Ich will nämlich noch was erledigen, ja? Ja, noch was vor hier. Da sind viele Leute. Ich kann natürlich mit allen hier ein bisschen reden, theoretisch. Aber, habt ihr gesehen, dass da was leuchtet? Da will ich nämlich noch hin, wo da was leuchtet. Nämlich, falls ihr euch dran erinnert, Jared hat mal was uns hinterlassen. Ich weiß legitim nicht, ich glaube, man kann es theoretisch komplett verpassen, wenn man hier nicht erkunden geht. Glaube ich. Hey, Sothis. Oh, is something hiding just behind that book? Ein kleines Ledersäckchen mit einem Ring drin? I have seen it before. Ah, I know. Gerald showed that ring to you beside a grave. Ja. Do you recall? Ich erinnere mich. He said he wished for you to have that ring one day. That means it's yours. He also said that you should gift that ring to someone special. Ja. Ich meine, ihr habt es euch wahrscheinlich schon vorher gedacht, aber das ist halt für die Romance-Option. Jetzt, wo ich die Supports auch sehe. Ich meine, wir können mit allen Charakteren supporten. Ihr seht aber, bei manchen steht ein A, bei manchen steht ein S. Alle S-Supports sind quasi Romance-Options, ja? Und zwar nicht immer, also, es sind nicht immer nur Romance-Options, manchmal sind die platonisch. Ich bin mir jetzt gerade unsicher bei, zum Beispiel, ich glaube, bei nahezu allen Girls müsste es direkt Romance sein. Ich bin mir sehr unsicher, ob da irgendwas von platonisch ist. Umgedreht ist, glaube ich, mehr von Girl to Girl eine Romance-Option. Ich habe nicht alle durchgecheckt, ich bin mir ein bisschen unsicher. Viele Male-Romance-Options, wenn wir selber Male-Bylist spielen, sind eher ein bisschen platonisch. Zum Beispiel, warte, wo ist er? Da. Aloy zum Beispiel, weiß ich, ist ein platonisches Ding. Er hat jetzt schon gesagt, dass er uns quasi beschützen möchte und er würde quasi unser persönlicher Bodyguard, unser persönlicher Ritter bleiben. Das ist die Ende seiner Geschichte. Da ist nicht wirklich ein romantischer Subplot hinter. Aber andere wiederum schon. Was ganz nett ist. Schade, dass das nicht für alle offen ist. Aber ja, das ist das, was der S-Support ist. Und dafür brauchen wir den Ring. Wir können nur einen einzigen S-Support haben pro Playthrough. Und die anderen sind halt bei A deswegen zu Ende. Manche sogar ja schon bei B, aber wir haben mit allen A-Supports, ne? Haben wir bei irgendwen nicht einen A-Support? Nee. Aber ja, mein S-Support ist sogar schon fest bestimmt.
Also, ich meine, falls wir andere Runs machen, könnt ihr euch mal was wünschen und dafür entscheiden, wen ihr wollt. Aber in diesem Run ist schon fest für mich klar, wer mein S-Support wird. Aber hey, Lawrence, wie steht's mit Marianne? Kommt ihr klar? Kommt ihr zurecht? Tell me, Marianne, do you have a love of flowers? Well, I don't dislike them. I've Immerhin. happened upon a spot that's just teeming with splendid blossoms. Would you like me to show you? I think I would rather stay. It would be for the best if you kept your distance from me. Well, perhaps I could pick a few of the nicest and present them to you. With a beautiful bouquet in your arms, your magnificence would rival even that of the goddess. I would never compare myself to the beauty of the goddess. Sie ist ein bisschen sehr religiös. Hast du einen wunden Punkt erwischt, Mann. I see. Well, I don't mind. Oh, that is a lovely handkerchief you've got there. Did you know that a handkerchief reflects the sensitivity of its owner? Yours tells me you have quite a refined sensibility. If you only applied yourself a little more to the rest of your ensemble, there is no doubt in my mind. If you admire my handkerchief so much, you may have it. No, please, that is not what I meant. It was a gift from my adoptive father. I didn't choose it for myself. I'm sure I don't share his refined sensibilities, though, considering how little he and I have in common. I have to go. Such beauty. And yet, with just a little polish, she'd be a marvel. If only she'd put in some effort. Lawrence. I wonder. Indeed, I shall make it my mission to awaken her beauty. Ziemlich creepy, oder? Und wieder ein Ding, wo ich denke, Lawrence ist so interessant, über ihn zu reden. Ist euch das aufgefallen? Ich rede echt oft über ihn. Aber er ist so interessant. Er ist ein Vollidiot, aber er hat trotzdem, finde ich, ein gutes Herz irgendwo. Ich bin mir unsicher, ob ihm wirklich was an diesen ganzen, also wenn er versucht hier so zu flirten, offensichtlich, ob er wirklich was an der Person liegt. Ich glaube ja, aber er setzt natürlich auch seine politischen Interessen, glaube ich, so ein bisschen im Vordergrund, dass er natürlich jemanden aus gutem Hause irgendwie den Hof machen will, um eben dementsprechend eine gute politische Ehe auch aufzubauen. Ich glaube nämlich, bei Lysithea hat er keine versucht, also nicht mal ansatzweise versucht zu flirten, wenn ich mich nicht täusche, oder? Sie ist ja aus einem kleineren Haus, Haus Audelia. Marianne ist von Haus Edmund und das ist ein viel größeres Haus, das heißt, er hat politisch natürlich ein viel größeres Interesse. Daher, ich weiß nicht, liegt hier wirklich was an Marianne oder ist es nur das politische Interesse? Ich glaube, es ist ein bisschen was von beiden und zusätzlich ist es ein bisschen creepy und man denkt sich so, ach, halt dein Maul. Du kannst nett sein, aber das ist so falsch, du, no. There is nothing that I, Lawrence Hellman Gloucester, cannot do. Oh. Es macht Spaß, über ihn zu reden. Er ist so vielschichtig. Er ist Vollidiot und manchmal gut zugleich. Hier war er mehr Vollidiot. Viel mehr Vollidiot. So. Kann ich doch was machen? Eigentlich nicht allzu sehr, ne? Ich könnte mit der einen oder anderen Person ein bisschen schnacken. Ne, wir können doch was machen. Moment. Wir können mit der einen oder anderen Person hauptsächlich schnacken. Aber viel Klostererkundung ist ja auch nicht mehr da. Das ist das, was ich meinte mit, wir haben, glaube ich, überwiegend das Kloster, glaube ich, durchgespielt. Ups, andere Richtung, hier lang. Sorry. Hey, was geht, na? Professor, thank you for all you have done for us. Nothing to report today. Ach, Mann. Alle lieben sie Gerald. Auch wieder so eine Stärke im Writing von Three Houses. Religion, vor allem christliche Religion, woran das ja ein bisschen angelehnt ist ja auch immer so ein sehr starkes Community-Ding. Also ein Gemeinschaftsding, dass alle so ein bisschen zusammenleben und an einem Strang ziehen. Vor allem bei Klöstern und so war das ein großes Ding. Vor allem für das normale Volk, für die Adligen. Genauso wie hier. Es passt sehr gut rein. Und obwohl vielleicht Leute nicht einen persönlichen Bezug zu Gerald hatten, sie sind trotzdem alle am Trauern, weil jeder wusste, wer Gerald war, ne? Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, deswegen, es passt sehr gut rein. Ich weiß, ich habe vorhin das Ganze geredet aus einer eher storytechnischen Perspektive, aber für Setting passt es ja trotzdem. Jeder ist ein
sad wegen Geralt. Jeder mochte ihn. Er war beliebt. Hello there. Er kam gut bei den Leuten an. Er war eine hoch angesehene Figur hier im Kloster, ne? Also es ist halt so ein bisschen dieses, kommunale Ding, eben verbunden durch das Kloster, durch die Religion so ein wenig. Halt ein bisschen wie im echten Leben. Was seid ihr dazu? Hey, Ferdinand. Professor, please lend us your ears. Ferdinand is saying impossible things. Was? I do not see what is impossible about it. Was sagst du denn? All I said was that if you want to go back to Brigid, you probably can. You are the Empire's guest, so to speak. They cannot afford for something bad to happen to you. There would be a diplomatic incident. Mit Gast ist Geisel gemeint. Ist euch das Konzept von so diplomatischen Geiseln für... Na, was heißt Geiseln? Ja, irgendwie schon. Aber wie nennt man das nochmal? Das hatte einen anderen... Es ist essentiell eine diplomatische Geisel. Das hatte einen spezifischen Begriff. Aber oftmals, vor allem bei den herrschenden Häusern, wurde gerne mal ein Kind, am besten in einer wichtigen Position, zu einem anderen Königreich gebracht. Da war ein Geiselaustausch manchmal oder manchmal einseitig auch nur. Um dann halt eben quasi ein bisschen Leverage zu haben für politische Beziehungen. Und das ist das, was Petra ist. Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, sie ist quasi in Fodlan, eine bürgerliche. Aber eigentlich nicht, sie kommt aus Brigid. Someone close to us has turned up dead. So one could argue that you are not safe here anymore. I am not returning to home until I have grabbed my goal. I will not be listening to the words of Ferdinand. No, look, I did not mean to pressure you. Apologies for the misunderstanding. Ja, wenn sie zurückgehen würde, ich weiß gar nicht genau, wie die... Vielleicht habe ich es damals auch noch nicht so sehr verstanden oder ich habe zu viel vergessen. Ich weiß gar nicht, wie die Beziehung zwischen Adressia und Brigid ist, politisch gesehen. Aber wenn sie das so sagt, es gibt einen guten Grund, warum sie wahrscheinlich nicht nach Hause gehen. Hey, Edelgard, was sagst du dazu, ha? What happened to Gerald? It's terrible. If there's anything I can do, simply ask. Even if what you desire is revenge, I'll gladly lend you my power. We can't let them get away with this. Seht ihr, alle sind ziemlich cool mit Rache. Oh. So, wie wär's, wenn wir noch ein paar Supports machen? Hilda und, Ignaz, let's go. Where is it? Oh, hello there, Ignaz. Oh nein. Yes, hello, Hilda. Mach nicht die Arbeit für sie. Oh, it's just that I'm looking for a book. I can't seem to find it anywhere. I think it might be on one of the high shelves. Could you give me a hand? I'm really sorry, but actually... Some people got hurt while training in magic. I'm rushing to grab some medical supplies. Whoa, that sounds serious. Don't let me stop you in that case. Moment. Gab es nicht genau so einen Vorfall in dem ersten Support von Lycidia, wo sie halt Mariannes Hilfe brauchte? Da war was, ne? Gibt es manchmal Supports, die kleine Events im Kloster cross-referencen? Oder ist das nur Zufall? Fände ich jetzt ganz recht interessant. Das ist das erste Mal, dass mir aber sowas auch auffällt. Thanks. I'll be right back. Sorry to keep you waiting. Now, what was the book you were looking for? Is One everyone Piece. okay? Yes, it turned out to just be some scrapes and bruises. Oh, is that the book? Yes, I went and grabbed a ladder. That made the book much easier to find. You could have just asked someone else for their help. Well, you said people were hurt, so I just figured everyone had more important things to do. Honestly, I don't love heights. It was a bit scary up there, but here we are. I managed. Oh. Du hast ein bisschen Höhenangst und ich habe dich auf einen Drachen gesetzt. Upsi. I see. Well, I'm sorry I couldn't help. Ach, alles Why gut. are you apologizing, silly? Surely first aid is more important. I thought you might wait for me to come back, that's all. Oh, but giving first aid, that's not an easy job. I figured you'd be worn out. The last thing I want is to push you too hard. That's thoughtful of you, Hilda. Thanks for watching out for me. Oh, don't
mention it. Do my cleaning again and we'll call it even. You did such a lovely job last time. The floor was practically sparkling. I swear the air even tasted cleaner. Wickel ihn nicht um den Finger und lass ihn wieder für dich arbeiten. I'm glad you liked it. You're really good at giving compliments, you know that? I suppose that's why everyone's so eager to help you with things. Exactly. By heaping praise on people, they're more eager to help me in the future. Oh, but that's not so what's faul, happening ne? here. I was really, truly impressed by your cleaning skills. I wish I had everything figured out like you. Oh, Hilda. Ah, Speech 100, hä? So, Leonie hat mit Lawrence ein Gespräch. Wir alle haben mit Lawrence ein Gespräch. Oh, wir haben noch so viele Gespräche hier offen. Andere Häuser. Interessant, dass ich hier alle Leute sehen kann in der Liste. Ich wusste gar nicht, dass die Seite hier existiert. Ja. Das sind echt viele Charakter, ne? Stellt euch vor, wir hätten die alle. Bisschen übersichtlicher so, ne? Gut, dann machen wir mal Leonie und Marianne zu Ende. Dann sind die auch auf B. So viele Dinge, die zu Ende gehen hier. Schon. Oh, hey, Marianne. Leonie? I thought greenhouse duty was mine today. What are you doing here? Oh, I'm sorry. You've been avoiding me ever since I lost my temper, haven't you? You're probably scared of me now. In the moment, I was hurt. I'm sure you had good reasons to act the way you did. If you want me to leave you alone, I will. I promise. You've got nothing to fear from me. Leonie, I've watered all the plants, so I'm done here. I'll get out of your way. Wait! Huh? Hey, what is it? It's, I don't mean to bother you. I'm sorry for keeping you here. No, not at all. Thanks for keeping me. Honestly, I've been worried about you. If you ever want to talk about anything, just say so. I'll make time. I've been avoiding people for most of my life, so I'm not the best at speaking. I know it's hard. You've been through a lot, but it's worth the extra effort to talk to your friends. I make everyone uncomfortable. I just don't know how to carry on a conversation. Hey, we're having one right now, and I'm telling you, I'm not uncomfortable. I'm actually really happy. So don't worry about me. And it's okay to be quiet sometimes, but try to find a middle ground at least. Otherwise, you'll never get any better. Oh. As far as what to talk about, anything's good. Hobbies, things you like, a dream you had last night. Really, anything. Okay, then. I like this flower. I think it's nice. I think so too. Did you know that where I come from, those have a completely different color? Oh, really? I'd like to see that. Great. Come visit my village someday. In fact, we should invite all of our friends. It'll be fun. Oh, yes. That would be very exciting. Schön zu sehen, dass manche Supports anfingen mit C-Support, alle sind sauer auf Marianne und dann sind so, das war ein bisschen gemein, hä? Wie wär's, wenn wir nochmal neu anfangen? Oh. So, Leonie hat noch mit Lawrence. Generell, jetzt haben wir nur noch Lawrence-Supports. Ja, wir haben nicht mehr so viel zu tun hier, was Erkundung angeht, daher machen wir das mal durch. Lawrence und Hilda, let's go. Thank you, Lawrence. You've done so much for me. You've been a tremendous help. It was but a trifle. Surely there was no small amount of danger, but in the interest of experience, I was happy to endure. You're so strong that I can't help but feel safe in your presence. Halt die Schnauze. Yes, of course. Although, no matter how much brute strength we bring to bear, it is important that there be a leader on the field as well. Without someone possessed of my sound judgment and adaptability, we would surely be lost. Natürlich. Surely, yes. My thoughts exactly. But, What is it? I'm going to keep providing support from the back. You wouldn't mind doing more fighting for me, would you? Oh, well, physically, I can, certainly. But if you mean on an everyday basis... I knew you would. You have the generous soul of a true noble.
I'll have to write back home and sing your praises. Really? You mean to your father and brother? Oh, yes. I have to write my big brother pretty often, as a matter of fact. He gets upset if I don't. And yet, I never have much to write about. I've been really straining for topics. That must strike you as a terrible nuisance, the idea of me blabbing about you in my letters. Nuisance? Oh, hardly. Your brother is one of the foremost commanders of the Alliance. I can think of no higher accolade than to have my name passed on to his noble ear. Then I'll tell him about all your thrilling exploits. Although if you can't help, that's okay too. I'll find something else to write about. Oh, fear not. I shall show you exploits of a nature more thrilling than you could ever dream. Incidentally, when you write to him, please do not refer to me merely as Lawrence. Please use my full name, Lawrence Hellman Gloucester. Natürlich. This will be an excellent opportunity to advance the status of the Gloucester name. Sie hat ihn so geplayt. What a funny boy. Sie hat ihn so geplayt. Das ist so lustig. Ich meine, sie wusste genau, was sie da tut. So, wir haben nur noch einen Support. Lawrence und Leonie. Und wisst ihr was, bevor wir essen gehen und bevor ich das letzte Ding mache, es gibt ein Feature, das habe ich nie genutzt. Das könnte ich euch mal gerne zeigen, ja? Keine Ahnung, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Warte mal, wo kann ich das machen? Nicht Nachschub hier. Das Tagebuch? Charaktererscheinung, genau. Tatsächlich können wir, sowohl im Kampf, ja, oder im Kloster, also wir könnten hier unsere Charaktererscheinung immer gleich lassen, falls ihr irgendwas nicht mögt und irgendwie möchtet, dass das Kloster-Outfit verwendet wird. Außerdem, es gibt mehr Outfits, die wir nutzen können, ja. Ich kann meinen Umhang zum Beispiel wegmachen. Dann sehe ich so aus. Moment. Moment. Ich hatte keine Ahnung, dass das... Warte mal, das war nicht das Outfit, was ich hatte. Kriegskleidung? Ja, genau. Das ist die Akademieuniform, genau. Trainingsbekleidung. Da hat man so einen Sportanzug an, der... Ich würde sagen, fast schon zu modern wirkt. Wir können hier eine Dienstuniform haben. Mit dem Tuch natürlich. Das sieht auch immer sehr funny aus, finde ich. Individuell. Sommerbekleidung. Eine Sommeruniform. Ja, ist wie eine Schuluniform. Abendgarderobe. Das haben wir bei dem Ball gesehen. Bisschen hübscher. Sothis Insignie. Wir können das Outfit von Sothis tragen. Und es gibt auch ein Tanzoutfit. Es geht auch. Wir können das Tänzeroutfit tragen. Jeder kann es anhaben. Das ist ja genau das, was Yuri anhat. Ich nehme das mal wieder. Es gibt ein paar Accessoires. Ich kann mir zum Beispiel eine Brille aufsetzen. Ich meine, wir kennen ja jetzt unsere Charakter ein bisschen mehr vom Design. Ich wollte am Anfang das nicht halt die ganze Zeit sofort so anpassen. Deswegen fand ich es ein bisschen doof. Aber nehmen wir mal ein bisschen Hilda zum Beispiel als Beispiel. Das ist so viel Zeug, ne? Akademieuniform. Man kann natürlich die Kriegsbekleidung haben. Moment. Das ist schon zu spät. Sekunde. Trainingsbekleidung 2. Warum auch? Was ist überhaupt der Unterschied? Ich sehe den Unterschied nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, doch, die Ohrringe und die Frisur. Sehe. Dienstbotenuniform. Man kann Leute in Maid-Outfit stecken, wenn man will. Ja, es gibt scheinbar 2 Optionen, warum auch immer. Ach so, natürlich, wir können mehr, ach, es sind wieder die Ohrringe, deswegen, ich sehe. So, Sommeruniform gibt's. Ich habe manchmal ganz gerne das so, dass ich, wenn ich Playthrough mache, manchen Charakteren die Sommeruniform gebe, weil ich denke, es hat ein bisschen mehr Abwechslung, anstatt immer wieder die gleiche Schuluniform. Ihr habt schon gesehen, die Designs wirken ein bisschen komisch, keine Sorge. Alle Leute bekommen in Part 2 ein individuelles Design, ne? Hier ist auch die Abendgarderobe und so. Und, Moment. Habe ich nicht die Tänzer... Oh, Sekunde. Habe ich nicht die Tänzeruniform für dich? Im Kampf? Ja, da habe ich das hier und ich kann natürlich hier Kloster-Outfit nicht geben. Ich dachte, ich könnte. Wirklich? Ich dachte, ich hab's hier. Wahrscheinlich, weil ich selber mal ein Tänzer war und durch New Game Plus das hier freigeschaltet habe als Outfit? Ist es das? Ist es das, warum ich das machen kann? Ja, ich habe das Tanzkostüm hier. Oder habe ich bei allen Jungs jetzt das Tanzkostüm offen? Ich kann seine Haare nicht ändern. Interessant. So. Nee, er hat's ja auch nicht. Ha.
Ja, okay, ne? Ich dachte nur, ich zeig's mal. Wie gesagt, alle bekommen sowieso individuelle Uniformen. Alle. Ah, ich kann alles ich kann für alle ein Preset machen. Interessant. Entschuldigung. Aber ja, ich dachte, hey, habe ich euch nie gezeigt. Ist bestimmt ganz nett mal zu sehen. Gehen wir in die Kantine. Wir müssen gleich nämlich futtern. Und erst einmal machen wir Lawrence und Leonie fertig. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht über Essen bei ein oder anderen noch ein bisschen die Motivation hochtreiben können. Und dann sind wir schon fast fertig mit der Erkundung. Busy So as gut wie. usual, I see. Yep, lots to do. Not like you fancy nobles. Oha. Hey, can't you see all this stuff I'm carrying? Come on, move over already. So gemein. Alas, I cannot comply with your request. Can't even ask a noble to take a step to the side, huh? That's a joke, right? You're kidding. You've injured your foot. I could tell immediately by the way you are favoring it. What? Heavy lifting will only worsen the injury. Please, permit me to examine it. Hey, cut that out. Isn't that improper or something, bowing to a commoner? I am not bowing to you. I am tending your wound. That's not what it'll look like. Hey, it's fine. Leave it. Easing the burdens of the common folk is a natural obligation of the nobility. Now hold still and keep quiet for a moment, nimmt das if halt you so would be so ernst, kind. ne? That's a real pretty way to talk about sitting around in castles doing nothing. Let me tell you, everyone in my village is so grateful to be taxed up to the eyeballs for the privilege of... Ow! Oh, it's quite swollen. And you're feverish. Fortunately, I do have an ointment here that should be of use. What? You just carry that stuff around with you? Certainly. It won't do to be unprepared if I happen across someone in need. I don't get you, Lawrence. It seems I've neglected to pack bandages. Oh no. I'm afraid this handkerchief will have to suffice. What, that fancy thing? Bit of a waste, isn't it? Hey, no thanks. I don't need some noble's pity. What about the help of a friend? Oh. I am as much that as I am a noble, if you recall. More of your weird logic. Naja, das hast du beim letzten Mal gesagt, aber schön, dass es nochmal zurückkommt. There, that should ease the pain. And since you are recovering, allow me to carry this burden for you as well. There we are. Now, farewell. I really don't understand that guy. Ich auch nicht. Also schon, aber... I completely forgot to thank him. Oh. Aber ja, genau das. Deswegen ist es halt immer so interessant, über ihn zu reden. Also man sitzt da und denkt sich so, aber was ist denn los mit dir? Oh, ich habe gehört, Raphael und Marianne, die können ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ein bisschen Motivation eher, nicht Hilfe. Zeit ein bisschen zu essen. Ja, ja. Es ist super lecker. Ja, dein Vaters Favorite, ich weiß. Wunderbar, wunderbar. Kein neuer Support. Immer wichtig nachzuschauen. Lizzie und Hilda könnten wir bestimmt weitermachen. Let's go. Die mögt ihr bestimmt sehr gerne. Können wir für den Unterricht alle ein bisschen boosten? Ja, natürlich, natürlich. Motivation voll, sehr schön. Wusstet ihr übrigens, dass aus irgendeinem Grund die Farben vertauscht sind in dem europäischen und amerikanischen Release? Zum Beispiel bei uns ist das Grüne halt keine Motivation mehr, aber im amerikanischen schon. Und das Rote ist nicht die volle Motivation. Ich weiß gar nicht, warum die Farben geändert worden sind. Aber, jetzt wisst ihr, das ist ein Ding. Irgendjemand, der noch nichts hat? Sarah hat nicht volle Motivation. Hat irgendjemand Lawrence und Cyril? Lawrence und Cyril? Da ist Cyril, aber nicht Lawrence. Yuri? Leonie auch. Okay. Leonie, Lawrence, Cyril. Die müssen irgendwie zusammenkommen. Ich meine, immerhin habe ich Leonie und Cyril. Dann kann ich nur auf Lawrence gehen, theoretisch. Let's go. Und dann habe ich sogar nicht mal mehr... Ich habe nicht mal mehr Punkte zum Ausgeben, weil alle sind schon voll. Alle haben volle Motivation. Wir können die alle weiter unterrichten. Ich habe jetzt schon zu viele Punkte, ha? So, da wäre Lawrence, ich meine... Keine Ahnung. Mit wem kannst du doch essen gehen? Vielleicht mit Flane. Ich meine, ich unterrichte sie eh nicht. Vielleicht können wir da ein bisschen Support aufbauen, I guess. Ist immerhin etwas, vielleicht. I did not expect much from the dining. This is nearly as delicious as Mother's cooking. I would happily eat this every day. Na, warte mal, dich hatten wir schon mal bei deinem Spruch, ne? Jetzt, wo ich das höre. Aha. Und da ist natürlich erstmal wieder einiges an Support.
So wie Hilda und Lizzie können wir abschließen. Flane hat Support mit uns. Lawrence hat Support mit uns. Haben wir noch ein bisschen hier was zu labern. Let's go, machen wir die beiden. Ah, found you. Hello, Lysithia. Hey, Lysithia. Hilda? What's that box you're holding? It's making me nervous for some reason. Your big sister Hilda's here, and she's going to make you look all grown up. Verzeihung? I don't recall ever asking you to... That's right. I knew exactly what you needed. You didn't have to ask. Now take a seat. With makeup, you can't just pick your favorite colors. You must choose colors that suit you and the occasion. If you'll be up close and personal, if you're going to a ball, for example, you want to keep it subtle. On the other hand, if you're going to be on stage, the colors should be overt. I've never used makeup before. It sounds complicated. Let's put up your hair to show off your neck. But we'll leave a few strands hanging to make you look more vulnerable. Why would I want to appear vulnerable? I don't want to be attacked. This is for wooing, not warring. When you're older, you might understand the importance of looking a little vulnerable. You're treating me like a child. But I guess it's mostly harmless. Now, when you're standing, put your non-dominant foot a step back. It looks more elegant. When sitting, don't lean back, but don't slouch either. And ensure at all times you are gracefully extending your fingers. Gracefully extending? Suddenly standing and sitting are an exhausting activity. Ah, das kenne ich. Seit meinem Bänderriss hatte ich das auch. Enough. This is wearing me out. I knew you had potential. You'll go far, my darling. A couple of years to develop your charms, and no girl will outmatch you. I'm not sure I'm cut out for this type of thing. Oh, believe me, you are. With a little help from me, you'll have men falling at your feet. No thanks. You're more suited to such things. I'll leave it to you. I haven't the time or the energy to fuss over how I'm perceived. Even with my best efforts, I'll never be as good at this as you are. Still, this was rather fun. Thank you, Hilda. Immerhin. She really is brimming with untapped potential. When she smiles like that, wow, even my heart skips a beat. Hilda, was ist los mit dir? Ja gut, ich hab zwar... Warte mal, ich hab noch Punkte. Moment, ich weiß, was ich tun kann. Sekunde. Manuela, wo bist du? Irgendwo hier sollte Manuela sein. So feige wie sie ist, hat sie sich sicher in ihrem Zimmer verborgen. Warte mal, das ist ihr Zimmer. Ja, hi. I have something rather uncomfortable to discuss. It's about the weapon that killed Gerald. Will you listen? Ja, das möchte ich. It was a dagger, but I know enough to know it wasn't an ordinary dagger. It wasn't made of iron or steel because, well, because whatever it was, the wound it left wasn't normal. Who could make a blade like that, do you figure? Was bedeutet das? Ich weiß gar nicht, ob ich das selber je wusste. Aber, Manuel, wie wär's, wenn ich ein bisschen mehr fliegen lerne? Cool? Cool. Und das waren meine Punkte. Ja, beenden wir die Freizeit. So, bisschen Unterricht. Wir haben hier die ein oder andere Person, die wir durchaus ein bisschen mehr in so Dinge wie Autorität unterrichten wollen. So, du bleibst bitte bei Axt und du lernst jetzt bitte Autorität zusätzlich. Irgendjemand, der sonst noch ein bisschen Autorität lernen möchte? Einige Leute sollten wahrscheinlich ein bisschen extra Autorität lernen. So, Claude, bei dir ist, denke ich, noch fein. Bogen, vielleicht noch ein bisschen Axt. Da ist auch noch okay, I guess. Raphael, weißt du was? Deine Faust ist gut. Wie wirst du eine Autorität zusätzlich noch nimmst, ja? Wir fangen jetzt an, dass wir Leuten das ordentlich reindrücken müssen. So, ihr bleibt bei eurer Magie. Du hast Autorität drin. E+ ist halt einfach zu schwach. Leonie, bei dir ist auch noch okay. Ein bisschen Reiten, ein bisschen Lanze. Das kann halt noch wichtig sein, ja? Bei A, glaube ich, können wir dann irgendwann chillen. Aber Lanze, ja, Lanze will ich doch noch ein bisschen haben. Bei dir ist alles gut, bei dir ist alles gut, bei dir ist alles gut. Ja.
Das heißt, wir müssen jetzt Einzellektionen machen. Und zwar vor allem Hilda. Hilda braucht dringend mehr Autorität. Oh, sie lernt nicht gut Autorität. Oh, immerhin auf D. Immerhin. I'm actually pretty good at this. Vielleicht kannst du ja jetzt ein Bataillon anführen. Was hältst du davon? Ich halte viel davon. Ich fände das ziemlich toll, wenn du das könntest. So, Claude, mein Freund. Wie wär's, wenn du erstmal Bogen auf A bringst? That was easy, thanks to you. Immer. Ja, sehr schön. Umschließen gelernt. I've got this down. Ich sollte mal immer dran denken, dass ich da mal die Fähigkeiten auch abchecke. So, weiter ein bisschen Axt, mein Freund. Bisschen mehr Axt. Noch ein bisschen. Ich weiß, ich nutze nicht Axt bei ihm, aber das ist wichtig für Klassen halt, ne? Ignaz. Ne, Raphael. Bisschen mehr Autorität, Kollege, ja? Wir müssen dich da ein bisschen boosten, damit du bessere Bataillone verwenden kannst. Wir müssen da ein bisschen drauf hinarbeiten. Das ist jetzt unser nächstes großes Ziel. Das ist schön, dass du es verstehst. Will ich das bei Leonie auch machen? Bei Lawrence will ich das, denke ich, auf jeden Fall machen. Lawrence, den Rest machst du super. Mehr Autorität. Autorität auf C. Fände ich ziemlich nice, wenn wir das hinkriegen würden. Heute nicht, aber wir kommen dem Ganzen näher. Wir machen Fortschritte. Einen kann ich noch unterrichten. Will ich Ignaz noch unterrichten in Autorität? Ich meine, ich kann ihn auf C bringen. Er ist so nah dran. Let's go. Er ist da. Ja. Du hast Bataillonsverzweiflung gelernt? Da geht aber trotzdem noch mehr. Die richtig starken Bataillone, da brauchen wir sehr viel höhere Ränge. Und das war's erstmal diese Woche. Tolle Woche, ne? I've got a question. Frag. Meine Mutter lehnt es jedes Mal ab, wenn ich Geld und Vorräte nach Hause schicke. Wie soll ich sie nur glücklich machen? Überbringe ihr die Sachen persönlich, schicke ihr wertvollere Dinge. Sie will wissen, wie es dir geht. Schreib ihr einen Brief. Got it. Ja, das war eine gute Antwort. Oh, das gibt so viele Dozentenpunkte, ne? Kriegen wir noch einen? Natürlich. Ja, komm. Lawrence, wir haben Zeit. Professor, have you been looking for me again? Immer. Jeden Tag. I am very busy, you know. I must insist that disruptions for light-hearted chats of this kind be kept to a minimum. Okay. Mir wurden weitere Beschwerden vorgebracht. Oh nein. What did I tell you about falling victim to such salacious and slanderous rumors? As I've told you, there is obviously a conspiracy against me. There is no manner in which I could possibly be considered bothersome. Einige der Mädchen sind der anderer Auffassung. Professor, I assure you, you have been deceived. My adversary has poisoned the hearts of these ladies against me. The plot goes deeper than I thought. Es gibt keine Verschwörung, nur die Wahrheit. Du musst dich besser in den Griff bekommen. Es könnte zu einem ernsten Problem werden. Dude. But if you truly do insist. Ja. Please understand, Professor. I am not some scoundrel out for conquest. Das stimmt. Da gebe ich ihm Credit. Das denke ich auch nicht, ja? Für ihn ist es ein politisches Ding. I am attempting to fulfill my duty as heir of House Gloucester. Ja, It is trotzdem. my responsibility to continue our noble line by finding a suitable lady to be my wife. It is a rigorous process. My family has the very highest standards for appearance, grace, temperament, and pedigree. Anwärterinnen niederer Geburt sind ausgeschlossen. Typically, yes, even if others are sometimes critical of that notion. For the nobility, marriage is not merely a union of individuals, it is also a union of families. It would not benefit House Gloucester to be tied to a family of powerless commoners, would it? To achieve supremacy, it is necessary for my line to be tied to that of an influential family. That is the best path to peace and prosperity for all. Außerdem, um seinen Einfluss in der Allianz zu verstärken und damit seinen Claim als nächster Anführer der Allianz ein bisschen zu verstärken. Ihr wisst schon, Politics. So, as you can see, the future of the Alliance rests on my shoulders. Erstaunlich, mit welcher Stärke du dem begegnest. Das ist ganz schön viel Verantwortung. It is nothing out of the ordinary. Those of us with noble blood are born to this duty, you know. That being said, to avoid misunderstandings, I shall restrain myself until things calm down. I would rather not cause trouble for you after all. Ja, das wäre ganz nett. Ach, Lawrence.
Aber was ist mit deinem Glück, ja? Dann würdest du vielleicht auch den Ladies nicht auf den Sack gehen. Oh, hey, Hilda hat Zeit. Let's go! Hilda! Hilda! There are a lot of hardworking people here at the academy, huh? Ja. Even Claude. He acts carefree, but secretly he's so serious. Everyone focuses on training without even needing to be told. Maybe they think, I must protect my friends, even if I have to risk my neck. Du dagegen scheinst nicht so pflichtbewusst zu sein. Du würdest deine Freunde also nicht beschützen? Of course I'll try to protect them, but I don't understand why anyone would want to risk their life for someone else. When you die, no matter how you died, it's over. To me, it's more important to enjoy life. We only live once, after all. It's a waste to spend all your time working and being responsible, right? Ich bin den ganzen Tag am Arbeiten. Ich bin mir nicht sicher. Well, no matter what people may think, I'm going to keep being me. So in our next battle, I'll support everyone from the sidelines. Aw, come on, please. How about I do something for you as a way of saying thanks? Oh, I know! I'll let you join me for dinner in the city. Everyone would be jealous, you know? They'd all love to spend time with me. Okay, just think on it. Sie will wirklich nichts machen. Oh. So. Aber, was ist denn jetzt? Oh, Flane auch noch. Okay. Moment, ja, stimmt. Excuse me, Professor. May I have a moment of your time? Immer. Selbstverständlich. Ah, wonderful. I was hoping you might enlighten me. About yourself, that is. You see, I happen to be quite curious about you. Inwiefern? Warum das denn? Well, because there is something different about you. You possess an air of mystery. I could not help but notice when first we met. I am intrigued, to say the least. Und du nicht, oder I was? find it rather difficult to put into words. Were I to wax poetic, I would say you remind me of the sea. Have you ever been, Professor? Ja, wir waren zusammen da. Das ist das Problem an den Support. Ein paar Mal, ja. The sea is vast, boundless. On the surface, all seems still. Yet beneath that stillness, it is unfathomably deep. Within, it teems with life. Yet without, one is lucky to glimpse a fleeting shadow. And yet, all one must do is cast a line to grasp hold of all that life. You cannot see it at a glance, but it is there all the same. Du bist echt tief drin, ha? Worüber redest du eigentlich genau? About fish, of course. Oh, bother. I got sidetracked, didn't I? Right. About the sea. During a storm, the once calm waters become mighty enough to overturn even the vastest ships. Not unlike you. Gott, You ich werde are müde. calm. You carry yourself with poise. Yet you wield great power. My brother was uncertain of you at first. He once referred to you as a youth of dubious origin. Oh, but please do not think ill of him. He is incredibly dedicated to his work. So Ich surely denke, you ja. understand why he would have doubts about one of whom he knows so little. Nobody even seems to know your age. Incidentally, how old are you? 20 rum? Ich weiß es selbst nicht. Wait, you do not know your own age? You truly are mysterious. Looking at you, it is quite difficult for me to determine. I wonder, could you be younger than your own students? In Golden Deer glaube ich nicht. In Blue Line wäre ich, glaube ich, jünger als Mercedes, oder? Ja, nee, warte. Und Dedu. Dedu ist auch älter dann. Und ich glaube, in Black Evil wäre Hubert älter als wir. Aber ich glaube, in Golden
Dies ist niemand älter. Boah, ich kann mich gerade täuschen, aber ich glaube nicht. Wie alt bist du? Who? Me? Du? Well, I am roughly the same age as the other youths here. Aber die sind alle anders alt. Du siehst aber jünger aus. Be that as it may, it is simply not the case. Oh, by the way, you should know I had actually been considering enrolling in the academy for a while. Okay. I had endured hard times, but I am so grateful that those very experiences led to my acceptance at the academy. Oh, my apologies. I am sure you have much work to do. I will not keep you any longer. Ja, so viel Arbeit noch zu tun. If that would be all right. Have a lovely day. Bis dann, Flane. Mal schauen, wie weit wir deine Support-Reihe bekommen. Ich meine, aktuell läuft es doch sehr gut mit den Supports, ne? Und, ja, natürlich. Ihr lernt weiter fliegen. Das ist wichtig. Und ich hoffe, ich kann Hilda mal ein Bataillon geben. Das wär auch wichtig, ja? Hilda ist nicht weit genug. Aber vielleicht reicht D? Heutiges Ereignis, Tag der Heiligen Seros. Im Dom findet ein Choral-Singen statt. Willst du dran teilnehmen? So Choral. Ja, komm. Lizzie ist gut. Others is a nice change of pace. Usually I do it when I'm alone. Singing's okay, but I should really have a cute dance to go along with it. Nein, wir tanzen jetzt hier nicht in der Kirche, du. Nicht im Dom. So, Dollarsonntag. Rhea hat Geburtstag. Na gut, komm, wir machen eine Teestunde. Rhea ist so wichtig, da kann man das mal machen. Was wäre ein guter Tee? Welche? I'm pleased to have been invited. I adore this. Thank you for preparing my favorite tea. Der Füller hat's gewusst. I am grateful. Wir haben echt nicht viele Kekse hier, aber das wäre schön, wenn wir ein paar mehr hätten, ha? So, was sind die Fragen, was sind die Dinge in der Konversation? Of course. Ein guter Ratschlag, Mode, perfekte Rezepte. Ratschlag? Okay. Gutes Gespräch. Einschätzen vor Freunden beunruhigt, Tischgenossen. Freunde? Nein, nicht? Okay. Heutiges Befinden, fähige Kameraden, Klosterregeln. Klosterregeln? Ja, Kloster. Immerhin 2 von 3, hey. Und der Tee. Great potential in you. You possess something extraordinary. Bewundern? Kommentieren? Nein? Ich hätte vielleicht kommentieren sollen. How quickly this delightful time has passed. However, we must return to our work. Ich habe nie einen Plan, was ich mache bei den Teestunden. Ich bin immer so lost. Immer so lost, was die angehen. So, aber wir sind immer noch sad. Und wir wollen jetzt mal schauen, kann ich ein Bataillon für Hilda geben? Hilda, haben wir da was? Aha, die Pegasus-Ritter der Seros. Davon sollten wir noch welche übrig haben. Die wären halt tatsächlich jetzt möglich für dich. Haben wir noch andere? Nope. Aber die Pegasus-Ritter. Immerhin hast du ein Bataillon. Gott sei Dank. Hier ist es sogar voll abgegradet. Gönn dir. Sehr schön. Da kommt noch bestimmt was Besseres irgendwann. Aber erst einmal ist es ziemlich gut. So, was hätten wir theoretisch als Kampf? Geteilte Welt. Oh, die Armee von Amira attackiert Fodlands Medaillon. Das müsste die Region sein. Die ist damit gemeint. Die Gebirgskette, die Amira und Fodlan voneinander trennen halt, ne? Da ihr Bruder plötzlich krank wurde, ist Hilda gezwungen, die Verteidigung zu übernehmen. Cyril will sie begleiten. Ja, Level 19 sogar. Oh Gott, die ganzen Nebenquests hier immer noch. Sind viele sogar direkt in Garrick Mark. Oder wollen dort einfach nur die... Nö, nicht generell, aber ja, viele. So, ihr seht es ja direkt dort an dem Hals einer Gebirgskette genau. Das können wir beim nächsten Mal machen, bevor wir halt die nächste Hauptquest machen. Ich kann euch versprechen, die nächsten paar Hauptquests werden auf jeden Fall, oder die nächsten Hauptkämpfe, die werden auf jeden Fall ein bisschen mehr intens und ein bisschen spannender. Was ich theoretisch auch machen könnte, ich könnte bis zum 25. noch warten. Dann könnte ich eigentlich jetzt ein Seminar zum Beispiel abhalten. Aber prinzipiell sind wir schon seit über einer Stunde dran, also passt das, denke ich, auch so. Machen wir das, haben noch ein bisschen Unterricht und sind dann ready für den nächsten. Es wird schon stimmen. Also, Guys, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein langer Tag wieder. Und wir sehen uns dann morgen. Wenn nicht so traurig, Bubatz.
Bis dann. Tschüss.